Als sich die Botschaft verbreitete, dass Jesus bald, sehr bald kommen würde, gewann die Bewegung an Zugkraft und Dynamik. Obwohl es auch Zweifler und Spötter gab, wuchs die Zahl derer, die auf Jesu Wiederkunft warteten, stark an. Am stärksten war die Bewegung im Nordosten der Vereinigten Staaten von Amerika, obwohl es keinesfalls nur ein amerikanisches Phänomen war. Lange bevor es die Kommunikation per Internet gab, bewegte Gottes Geist verschiedene Menschen auf der ganzen Welt dazu, sein Wort zu studieren, und sie alle kamen zu ähnlichen Schlussfolgerungen. In England verkündete ein Prediger namens Edward Irving die baldige Rückkehr Jesu. In Deutschland Johann Bengel, in Südamerika Manuel de la Cunza. Diese weltweite Erweckungsbewegung stellte eine Erfüllung der Prophetie von Daniel 12, Vers 4 dar, die sagt, dass viele am Ende der Zeit suchend umherstreifen und sich die Erkenntnis vermehren wird. Erkenntnisse über die Bibel, aber besonders die Erkenntnisse über die Bücher Daniel und Offenbarung. Die Gläubigen erwarteten zunächst, dass Jesus im Frühjahr 1844 zurückkehren würde. Aber als er nicht kam, entstand eine gewisse Enttäuschung. Sie wurden jedoch sehr ermutigt, als Samuel Snows Studien enthüllten, dass die Prophezeiungen auf den 22. Oktober gerichtet waren. Unter den Gläubigen brachte dies eine große Neubelebung, ihr Unrecht in Ordnung zu bringen und bereit zu sein, Jesus bei seiner Wiederkunft zu begegnen. Sie wollten, dass ihr Leben Früchte ihres Glaubens trug. Einige verkauften ihre Häuser, andere schlossen ihre Geschäfte. Einige Bauern ließen die Ernte auf ihren Feldern und viele wurden getauft. Charles Fitch war ein Prediger, der im Herbst 1844 viele Menschen taufte. Unglücklicherweise wollten sich bei einer Gelegenheit so viele Menschen taufen lassen, dass er lange Zeit im kühlen Wasser von New England verbrachte und eine Lungenentzündung bekam. Er starb am 14. Oktober, aber weil er und seine Familie daran glaubten, dass Jesus bald wiederkommen würde, glaubten sie, dass sie ihn in ein paar Wochen wiedersehen würden. Sein Nachruf drückte genau diese Hoffnung aus. Die Gläubigen in der Gegend von William Millers Farm versammelten sich auf seinem Grundstück, um auf die Rückkehr Jesu zu warten. Sie standen hier auf diesem Felsen, den wir heute den Himmelfahrtsfelsen nennen. Sie glaubten, sie würden in den Himmel aufsteigen. Als Jesus nicht kam, erlebten sie eine bittere Enttäuschung und ihre Hoffnungen wurden zerschmettert. Sie hatten ihr Leben an den Glauben geklammert, dass Jesus bald kommen würde, aber er kam nicht. War ihr Glaube vergebens? War es alles nur eine Einbildung? Würden sie sich von der Beschämung, dem Spott und der Schande, der sie gegenüberstehen würden, erholen? Henry Emmons sagte später, ich habe den gesamten Dienstag gewartet, aber mein geliebter Jesus ist nicht gekommen. Ich habe auch den ganzen Mittwochvormittag gewartet, aber nach 12 Uhr begann ich mich schwach zu fühlen. Meine Kraft verließ mich und ich lag 2 Tage lang ohne Schmerzen am Boden, krank vor Enttäuschung. Hiram Edson kommentierte später, unsere größten Hoffnungen und Erwartungen wurden zerschmettert und ein Geist des Weinens überkam uns, wie ich es noch nie zuvor erlebt habe. Selbst der Verlust aller irdischen Freunde schien nichts im Vergleich dazu zu sein. Wir weinten und weinten, bis der Tag anbrach. Die Gläubigen mussten lernen, durch den Glauben zu leben, sich an Gott zu klammern und seinen Verheißungen zu vertrauen, auch wenn sie nicht wussten wie. Vertrauen in Momenten der Dunkelheit zu haben und zu glauben, wenn alles sinnlos erscheint, das war ihre Prüfung. Und es ist ein Test, der auch auf uns zukommt. Erinnern wir uns, wenn es soweit ist, dass er sich um die Spatzen kümmert und er auch über uns wacht, in guten wie in schweren Zeiten.